Hallo meine Lieben, heute wechsle ich den Scheinwerfer an meinem Vito W639. Viel Spaß! Warum wechsle ich den überhaupt? Wie man sieht, ist er schon ziemlich blind und undicht. Das sieht man daran, dass der von innen beschlägt. Darum mache ich den neu. Hier ist es, wie schon leider bei vielen Fahrzeugen, die Stoßstange muss ab. Als erstes muss man den Grill ausbauen. Dafür schraubt man mit dem T25 Torx die 3 Schrauben raus. Danach kann man den nach oben abnehmen. Als nächstes die Stoßstange ab. Dafür schraubt man erstmal mit dem T30 Torx die 4 Schrauben ab. Hinter den Schrauben befinden sich solche Kunststoffscheiben, die nicht vergessen, später wieder hinterzumachen. Dann geht es von unten weiter. Hier müssen die beiden Spreizdübel und die Schraube hier raus. Das ist wieder T30 Torx. Die am besten mit so einem Werkzeug rausmachen. Auf der anderen Seite das gleiche. Zum Schluss noch 2 Schrauben im Radkasten mit einem T25 Torx rausschrauben. Die eine sitzt hier auf der Seite und die andere auf der anderen Seite hier. Die brauche ich nicht abschrauben, da die Halterung gebrochen ist. Jetzt kann man die Stoßstange nach vorne abnehmen. So, nun kommen wir an alle 4 Schrauben vom Scheinwerfer ran. Die schraubt man mit einer 10er Nuss raus. Scheinwerfer ein Stück nach vorne ziehen, Stecker abmachen, das war's. Bevor man den neuen Scheinwerfer einbaut, sollte man den mit Lampen bestücken, am besten neue nehmen. Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Alle Schrauben werden nur handfest angezogen.
Schon fertig. Nicht vergessen, den Scheinwerfer noch einzustellen. Das geht über die beiden Einstellrädchen. Da passt ein 6er Inbus rein. Das ist für hoch runter. Das ist für links rechts. So, das war's auch schon wieder für heute. Teile und Werkzeuge sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.